und hallo zu einer neuen Folge DIY im Eck, hier bei mir in dem österreichischen Podcast. Um was geht's? Ums Handarbeiten, ums Handwerken, Häkeln, Stricken, Makramee, von allem etwas dabei. Zuerst einmal vielleicht auf diesem Podcast findet ihr im 14-Tages-Rhythmus einfach so, was ich werkle, was ich anfange, was ich liegen lasse, was ich fertig mache. Mag man auch einfach ein bisschen Traumhandarbeiten, das würde ich gerne machen. Dann findet ihr alle anderen 14 Tage findet ihr ein Tutorial, was kann man so machen und wie kann man es machen. Ich hoffe, es ist was für euch dabei und ihr habt viel Spaß und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Für alle, die schon ein Video angeschaut haben, vielen Dank. Für alle, die neu dabei sind, herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Was erwartet euch heute? Zum einen möchte ich euch kurz berichten über mein neues Tutorial. Ihr seht, ich trage es. Ein kleiner Sommerhut. Dann, was habe ich zurzeit in Arbeit? An was arbeite ich? An was werke ich? Ich habe hier neben mir einen ganzen riesigen Haufen aufgebaut, den ich euch gerne zeigen möchte. Ich habe ein bisschen in meiner UFO-Kiste gekramt und zeige euch, also UFO-Kiste ist vielleicht falsch. Ich nenne es einmal Work-in-Progress-Kiste. Also an was arbeite ich zurzeit Kiste. UFOs, an denen ich nicht arbeite, habe ich auch noch. Dann, was ist fertig geworden? Was möchte ich gerne anfangen? Wir haben sowas wie eine kleine Buchvorstellung und ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch noch die Wolle, die bei mir eingetroffen ist, bevor ich mit dem Wollfasten angefangen habe. Dazu kommen wir auch noch. Dann würde ich sagen, wir legen gleich los zu dieser Osterfolge. Habt ein schönes Fest, habt viel Spaß beim Anschauen und ich wünsche euch alles Liebe. Wir legen mal los. Ich habe gesagt, ich habe gekramt in der Work-in-Progress-Kiste. Man sieht hier zwar nicht viel Progress, das liegt aber einfach daran, dass das Ganze mit sehr, sehr kleinen Nadeln gestrickt wird. Das heißt, man strickt den ganzen Pulli mit 2,75. Das ist der Fire Lily Sweater von Jeanette Knits. Ein wunderschönes Design. Ihr seht, ich habe hier oben, ich habe gemogelt. Also mein Colorwork ist sonst nicht so schön. Ich habe hier natürlich schon ein bisschen gedämpft. Ich zeige euch das mal von der Nähe. Ist das nicht wunderschön geworden? Einmal aus der Nähe. Schaut mal. Ein Rundpassenpulli. Gemacht für 3 verschiedene Farben. Und einem Hauptteil. Okay, also dann 4 Farben. Aber schaut mal. Ist das nicht wunderschön? Das ist die Rückseite. Hier könnt ihr übrigens auch ganz, ganz toll Minis verarbeiten. In der Anleitung steht sogar ganz genau, wie viel Gramm ihr braucht für welche Farbe. Das kommt in der Kamera auch richtig gut zur Geltung. In echt sind die 2 Farben vielleicht ein bisschen mehr abgesetzt als in der Kamera. Also eine Rundpasse. Ihr seht, bei den Ärmeln muss ich das Colorwork dann hier auch nochmal machen in Rot. Dann geht es hier runter und das Bündchen. Also ich habe daran gestrickt, aber dadurch, dass das mit 2,75er Nadeln ist, sieht man immer nur sehr wenig bis gar keinen Fortschritt. Wird wunderschön. Der Hauptteil ist aus der Holzgarn Pides. Das ist eine Mischung aus Seide und Wolle. Ich glaube sogar 50-50. 70-30, 70% Wolle, 30% Seide. Dadurch gibt es so eine leichte Millet-Optik. Jetzt seht ihr das? Das hat dann so ein bisschen weiße Einschlüsse. Finde ich ganz, ganz toll, weil das Ganze dann hier unten nicht so blockig wirkt. Weil ich wollte gerade beim Colorwork, dass dann nicht hier unten der Hauptteil so Bam macht. Schaut mal, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Das wird richtig, richtig schön. Ich stricke das Ganze in der Größe L. Jeanette ist gerade dabei, ihre Anleitungen in ganz, ganz vielen Sprachen zu veröffentlichen, zu verändern etc. Das heißt, das wird ganz, ganz gut. Schaut da mal rein. Sie hat auch immer wieder, wenn ihr euch zum Newsletter anmeldet, gibt es Couponcodes. Und wenn ihr euch eine Anleitung kauft, ist in der Anleitung nochmal ein Couponcode für andere Anleitungen von ihr. Falls ihr da ein bisschen sparen möchtet und die Designerin unterstützen, ist eine ganz junge Designerin, also jung, neu am Markt. Ich glaube, sie hat aber schon wahnsinnig viele Designs draußen. Ich habe keine Ahnung, wie sie das macht. Da kommt irgendwie jede Woche ein noch schöneres Design. Ich komme mit dem Stricken gar nicht hinterher. Also das ist einmal der Fire Lily Sweater. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das organisatorisch mache.
dass ich euch das hier alles zeige. Ich habe hier so einen Berg aufgebaut. Ich schiebe einfach immer und tue das, was wir schon gezeigt haben, hinten dran. Vielleicht fange ich jetzt mit dem Hut an, weil es ist relativ heiß. Ich habe ein bisschen Kunstlicht müssen einschalten. Das Ganze ist eine Anleitung von Drops Design. Ich komme mal ein bisschen näher. Das ist ein Hut, der wird gehäkelt. Man fängt hier oben an. Ich zeige euch das mal. Ich habe den hier so ähnlich wie ein Cowboy-Hut dann getrocknet. Man fängt hier oben an, in Runden, häkelt dann hier runter in so einem wunderschönen Lace-Muster. Seht ihr das? Und dann zum Schluss häkelt man hier eine Drahtkante ein. Dadurch kann man den dann so biegen, wie man möchte. Ich habe meinen noch mit so einem Band hier ein bisschen verziert. Ist wirklich, wirklich schön. Gehäkelt habe ich das Ganze aus einem Dropsgarn, und zwar der Beau Moulin. Die ist extrem fest. Ich habe den mir mal gekauft zum Häkeln. Die häkelt sich nicht butterweich. Also die ist, ja, ein richtig echtes Leinengarn. Das heißt, die hat schon ein bisschen einen Griff beim Häkeln. Aber für so einen Hut ganz, ganz toll. So, ihr werdet gleich sehen, wenn man den abnimmt. Na okay, gut, man sieht einmal aus wie eine kleine Hexe, aber okay. Moment, einmal striegeln. So, ich habe den getrocknet, indem ich hier eben, ich habe das Ganze einfach gespannt über einen Topf, habe dann hier oben die Furche reingemacht, damit das eben so trocknet wie ein Cowboy-Hut. Habe dann mir den Hut aufgesetzt und eben beim Aufsetzen entschieden, wo ich eben diesen Knick hinein mache. Beim Tragen ist das ganz, ganz toll. Wenn man runternimmt, ist er natürlich, man sieht es lapprig. Man könnte das Ganze noch stärken, aber so fest wollte ich es gar nicht, damit ich es nach Geschmack auch wieder mal ändern kann. Also wer Lust hat, sich hier einen Sommerhut nachzuhäkeln, mit ganz, ganz einfachem Step-by-Step-Tutorial, und Step-by-Step meine ich wirklich, ich häkle jede Reihe mit euch gemeinsam. Also wirklich jede einzelne Reihe. Die Anleitung, wie gesagt, ist von Drops. Das heißt, ihr habt ein Häkelmuster in der Anleitung, ihr habt das Muster in 12, 15 verschiedenen Sprachen, falls ihr euch da ausprobieren möchtet. Ja, ich habe immer noch ganz furchtbare Haare. Tut mir leid, da müsst ihr jetzt durch. Aber hat super Spaß gemacht, ist ein sehr, sehr schnelles Projekt, weil man sieht hier, gehäkelt wird das Ganze in relativ großen Häkelmaschen. Seht ihr das? Das heißt, wer das nachmachen möchte, viel Spaß dabei. Ich verlinke euch das hier oben. Da ist so ein kleines i. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr direkt zu dem Video. Ja, ich habe keinen Platz, ich habe gar nichts, macht nichts. Dann vielleicht zu dem, was trage ich heute, damit wir das auch gleich abgeschlossen haben. Und zwar, ich habe gestern und vorgestern den Strick-Podcast geschaut vom Aargauer Strickliesl und von Sabitu Handarbeiten. Die zwei sind ja super goldig und ich folge denen schon ganz, ganz lang und finde den Podcast ganz, ganz toll. Und die haben jetzt angefangen, das Nomad-Tee zu stricken. Die haben zwar mit Ärmel, ich habe das Ganze ohne Ärmel, das heißt, ihr habt im Podcast gesehen, dass Sabina hier mit dem Colorwork angefangen hat. Und ich glaube, Susan auch, weiß nicht mehr genau. Ich wollte das Ganze ganz kurz stricken hier, also ohne Ärmelchen, eben mit diesem Muster. Hinten ist das natürlich auch nochmal. Ganz, ganz cool. Und vor allem das Muster, das ist von Unwind Knitwear, Rachel Ilvi, schreibt es euch rein. Das wird eben hier vorne begonnen. Also man beginnt am Ärmel und strickt bis zum nächsten Ärmel. Das heißt, es wird seitwärts gestrickt. Das hat eine ganz, ganz tolle Passform mit einer Ärmelkugel etc. Im Video sagt Sabina, also ist sich nicht ganz sicher, der Maschenmarkierer hier, der sitzt nicht in der Mitte. Ich habe auch 5-mal nachgerechnet, weil ich dachte, ich habe einen Fehler. Ich kann mich genau erinnern. Das ist einfach nur, damit der Rücken hinten höher kommt wie vorne. Man muss allerdings aufpassen, es geht bei mir trotzdem nach oben. Aber ja, ist ein ganz, ganz tolles T-Shirt. Ich habe meines in der Thin Line von Sandnesgarn gestrickt. In den Originalfarben, stimmt so nicht. Ich habe versucht, die Farben vom Designer nachzuarbeiten, weil mir das so gefallen hat vom Design her. Also das wäre das, was ich trage. So, jetzt machen wir weiter mit den Sachen, die ich auf den Nadeln habe. Als nächstes, ich muss das nur ein bisschen hier entwirren, haben wir das Selwood Tee. Das ist von der guten Caitlin Hunter. Boyland Knitwork. Mein Traum in rosa. Das ist, ja, wie soll ich sagen, ich wollte jetzt schon wieder sagen Pfauenmuster, aber es ist kein Pfauenmuster. Es wird anders gestrickt. Also alle, die das Pfauenmuster kennen, das ist kein klassisches Pfauenmuster. Das wird anders gestrickt. Aber schaut mal,
Das wird so, so schön. Alle, die den jetzt schon 2 oder 3 Mal gesehen haben, werden sich jetzt fragen, naja, total super, du zeigst immer das Gleiche. Ja, es ist auf den Nadeln und ja, ich glaube, ich habe seit dem letzten Podcast 3 reingestrickt. Ich glaube, ich muss wirklich anfangen, hier so einen Progress Keeper reinzuhängen. Ich habe hier nur so einen Maschenmarkierer drin. Ich glaube, der ist aus dem Shop Luxwolle. Das ist eine österreichische Färberin. Und die hat auch so niedliche Maschenmarkierer aus, wie nennt man das, was so Knete ist? Filmo, so irgendwie. So ganz, ganz niedlich. Das ist ein Herzchen. Also wie gesagt, ich habe 1, 2 Maschen dran gestrickt. Ja, 3, 4 Reihen werden schon gewesen sein, aber viel mehr halt nicht. Das liegt aber auch dran, bei uns das Wetter war sehr durchwachsen. Das heißt, ich habe immer, wenn es schön war, an was warmer, also an was kühleren gestrickt und wenn es kalt war, an was wärmerem. So. Die Wolle, das ist ein Seidengarn von Mila Woolart Color Passion. Das ist auch eine österreichische Färberin. Und schaut euch das mal an. Das ist ein reines Seidengarn. Das ist 100% Seide. In diesem wunderschönen Rosaton. Ja, wobei rosa. Das kommt dem gar nicht. Himbeere, richtig satte Beerenfarbe. Wunderschön. Freue ich mich schon drauf. Aber wie gesagt, man sieht, es ist nicht wirklich viel vorangegangen, nur ein bisschen was. Dafür kommen jetzt ein paar Sachen, da ist richtig viel vorangegangen. Und zwar, ich habe euch ja schon vor längerem gezeigt, dass ich meine Liebe fürs Häkeln wieder entdeckt habe. Und das hier, ich gehe mal ein bisschen nach hinten, damit ihr mehr seht, wird der Rosita Cardigan. Ich weiß nicht, wer von euch die Wollsorte Retrosario kennt. Die haben auf ihrer Seite auch gratis Anleitungen. Die Anleitungen sind in Englisch, Spanisch und Portugiesisch, glaube ich. Manche sind, glaube ich, auch auf Deutsch, aber da müsst ihr ein bisschen durchsuchen, aber auf Englisch auf jeden Fall. Das ist jetzt eine Anleitung, die häkle ich nach US-Terms. Und ich häkle immer lieber nach US-Terms, weil mir das im Kopf beim Übersetzen einfacher fällt, weil die US-Terms, die sind, wie soll ich sagen, in meinem Kopf den deutschen Übersetzungen ähnlicher. Das heißt, wenn ich kann, suche ich mir immer US-Term aus. Das ist hier der Ärmel, also ihr seht, man häkelt hier, man beginnt mit dem Rückenteil, häkelt hoch, nimmt dann in der Breite zu, häkelt die Ärmel gleich mit, häkelt dann das Vorderteil, sieht man hier, gleich ans Rückenteil dran, nimmt dann hier vorne einfach, also nimmt ab, stimmt da nicht, man lässt dann einfach Maschen frei und häkelt dann nur das Vorderteil weiter. Ihr könnt euch darunter jetzt wahrscheinlich nicht wirklich viel vorstellen. Ich versuche mal, ob ich euch das anziehen kann. Das wird jetzt bestimmt ein ziemlicher Lacher, aber das macht nichts. Das ist ja nur das Rückenteil. Also hier müsst ihr euch das so vorstellen, das liegt hier so auf. Und hier habe ich eben beim Vorderteil schon angefangen mit dem Ärmel. Jawohl, man kann sich das vorstellen. Das wird dann hier unten zack, zusammengenäht. Und man hat dann hier so ein Westlein. Jetzt kommt das Tolle. Die Anleitung ist gratis zur Verfügung gestellt. Ja, also es ist so, auf dieser Seite werdet ihr sehen, es gibt Anleitungen, die gibt es in ganz vielen Größen, gratis. Manche Anleitungen gibt es nur in einer Größe gratis, die anderen soll man sich kaufen. Da müsst ihr euch einfach ein bisschen durchschauen. Ich komme mal näher, dass ihr das Muster seht. Also falls ihr immer hier so ein Gekruschle hört und ein Gehopse, die Foxy ist mit dem Raum. Also wenn es hier kratzt und bellt und so, da hinten. Schaut mal. Ich mache es vielleicht einseitig, dann sieht man das Muster noch besser. Seht ihr das? Das Lustige ist, ich kannte das früher als Gardinenmuster. Und ich dachte mir, nein, ich muss das nachhäkeln. Das ist so cool. Schaut mal. Das ist so, so schön. Und das Tolle ist, man häkelt das, ich habe jetzt die Häkelnadel natürlich nicht da, mit einer 3,5. Das heißt, das geht auch richtig schnell. Sieht man, ich habe tatsächlich erst nach dem letzten Podcast angefangen. Ich bin jetzt so weit, das heißt, ich habe das Rückenteil fertig. Ich bin beim ersten Vorderteil fast fertig. Das heißt, ich muss jetzt nur mehr das zweite Vorderteil aufnehmen und dann kann ich das Ganze schon zusammennähen.
Das heißt, ihr seht das nächstes Mal schon in voller Pracht. Ja, es sieht immer noch ein bisschen aus wie Gardine. Ich lege es euch nochmal zusammen, wie das wirklich aussehen soll. Moment. So. Dass ich das irgendwie vorstellen kann. Das ist also der Ärmel. Der Halsausschnitt bleibt dann frei. Und hier wird dann das zweite Vorderteil eben angehäkelt. Das ist so, so schön. Und ich habe euch ja schon gesagt, ich bin ja super einfach anzustecken und zu infizieren. Und ich habe das gesehen, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht diese Videos auf Instagram, wo Leute das Ganze ausgebreitet zeigen, zusammennehmen, einmal so hopp, hopp machen irgendwie und das dann anhaben. Ja, ich muss auch sowas haben. Aber keine Sorge, ihr kriegt von mir kein Video mit hopp, hopp und ich hab's an. Das machen wir nicht. Aber so sieht das aus. Häkeln tue ich das Ganze. Ich habe hier hinten meinen Wollvorrat. Das werdet ihr in der Kamera gerade nicht sehen, damit ich euch das zeigen kann. Das ist jetzt hier aus der Drops Safran. Da. Drops Safran. Das heißt, das ist ein 100%iges Baumwollgarn. So. 100% Baumwolle das Ganze. Das ist die Farbe 71. Das ist eben so ein ganz ein heller Cremeton. Aber ich dachte mir, das sieht vielleicht im Sommer, wenn man darunter nur den Bikini anhat oder so, weil ich weiß nicht, wie ihr da seid, aber ich zum Beispiel am Strand, ich mag das nicht, wenn ich ein Bikini anhabe und ich möchte mir dann was zum Trinken holen oder so. Ich ziehe da immer was drüber. Also ich gehe nicht im Bikini da irgendwo spazieren und hole mir Getränke oder so. Darum dachte ich mir, das ist vielleicht gerade so ein Westerle zum drüberziehen. Dadurch, dass es aus der Baumwolle ist, kann man es auch sehr, sehr gut waschen. Also wenn da Sand drauf kommt und Sonnencreme und irgendwas, kann man das gut waschen. Also ganz ein tolles Teil. Ich hoffe, das ist beim nächsten Mal fertig. Eine Gratisanleitung von Retrosario. Ich habe keine Ahnung, wer das Ding geschrieben hat, aber sieht eben so aus. Wie gesagt, gibt es in mehreren Sprachen. Ich mache es eben in Englisch mit den amerikanischen Terms. So, das war das. Dann bin ich ja schon länger dran an dem Shirt von Susanne Müller Design. Paula strickt. Auch hier, das Ganze wird gestrickt in Nadeln, ich hätte mal gesagt 3,5. Ja, okay, so klein sind sie gar nicht, also ich kann mich nicht rausreden. Aber auch da habe ich ein bisschen weiter gestrickt. Also ich bin jetzt so, ich würde mal sagen, 15 cm nach der Ärmelabteilung. Sieht so aus. Das ist jetzt eine Raglan-Konstruktion, wo ich euch eben schon vorgeschwärmt hatte, dass das eben diese ganz wunderschöne Raglan-Naht hat. Sieht ganz toll aus. Ganz ein leichtes Garn. Habe ich auch ein Knöllchen. Na schau. Das ist die Krempke Morning Solution in der Farbe 26. Das ist Tencel und Baumwolle Gemisch. Das fühlt sich ganz weich an. Also nicht wie reguläre Baumwolle, sondern ganz weich. Macht ein extrem ebenmäßiges Maschenbild. Das ist natürlich als vorm Waschen, vorm Spannen. Schaut mal. Extrem gleichmäßig. In Babyblau. Aber ich dachte mir, das ist so die perfekte Osterfarbe, Frühlingsfarbe. Ich trage im Sommer so Sachen total gern, weil ich trage gerne im Sommer dunklere Hosen, hellere Oberteile. Gerade jetzt mit den dunklen Haaren. Früher habe ich es immer umgekehrt gemacht mit den helleren Haaren. Das wird ganz toll. Braucht allerdings natürlich noch ein bisschen Liebe und ein bisschen Arbeit. Für diejenigen, die sich denken, na super, sie zeigt immer die gleichen Sachen, ohne dass sie was weitermacht. Moment, dazu kommen wir gleich. Ich weiß echt nicht, wo ich das hin tun soll. Ich habe ja noch so einen Haufen Zeug. Ich glaube, ich mache mal kurz Stopp und räume kurz um. So, ich habe ja ein bisschen umgeräumt, damit ich wieder Platz habe und euch zeigen kann, was ich sonst noch so gemacht habe. Als nächstes ein paar Socken, weil ich wurde tatsächlich Entschuldigung, auf Instagram gefragt, ob ich denn keine Socken stricke und ob ich keine Tücher stricke. Doch, ich stricke auch Socken, aber sehr selten und es ist nicht meine Lieblingsarbeit beim Handarbeiten, sagen wir so. Schaut mal, ich habe mir hier natürlich Sockblocker. Moment, das ist ja eigentlich, der Sockblocker ist eigentlich das Highlight. Nicht der Socken, sondern der Sockblocker. Ich habe mir Sockblocker bestellt mit einem Fuchs drauf.
Seht ihr das? Passend natürlich zu meinem Hund. So, aber ich zeige euch natürlich auch den Socken. Ich habe keine Ahnung mehr, nach welcher Anleitung ich das gestrickt habe. Ich habe mir die selber fertig gestrickt für Ostern. Das heißt, man beginnt hier einfach mit einem ganz normalen Bündchen, wechselt dann aber relativ schnell in ein Bündchen gewechselt mit nur rechten Reihen drüber. Also man strickt ein Bündchenmuster und jede zweite Reihe strickt man eine Reihe rechts drüber. Dadurch entsteht dann so ein unterbrochenes Bündchen, eine verstärkte Ferse, Käppchen, ich habe keine Ahnung, ob das Herzchen, Hufeisen, was auch immer ist, und eine Bändchenspitze. Ich habe mir irgendwann einmal so einen Handschuhblocker, Sockblocker für gerade gegönnt. Das heißt, gerade sieht das Ganze so aus. Da ist dann so eine Ferse, also von jedem von euch, der möchte sich diese Ferse genau anschauen. Ich habe immer keine Ahnung, ist das Herzchen, ist das Hufeisen, ist das, keine Ahnung, Ferse halt. Also ich mache eine 99%, die in der Anleitung steht. Also was immer das für eine Ferse ist, die habe ich gemacht. War mit Sicherheit eine Gratis-Sockenanleitung, weil für Socken, ja, ich kaufe mir nicht gerne Anleitungen für 6 €, um daraus Socken zu stricken. Aber ich nehme auch keine handgefärbte Wolle für Socken. Also das ist eine nette Sockenwolle. Ich finde, die ist sehr, sehr gut. Die ist jetzt nicht butterweich, dafür hält sie aber auch gut und läuft sich nicht sofort durch. Ja, mir reicht das für Socken. Wie gesagt, sieht eben so aus. Hier haben wir eine Biene drauf. Natürlich immer schön mit DIU im Eck oben drauf. Seht ihr das? Ich habe mein Logo noch reinschreiben lassen. Ja, also ich stricke Socken, die ziehe ich selber an. Das Lustige ist, die sehen aus, als ob ich versucht hätte, sie zu matchen. Habe ich aber gar nicht. Ich habe mit einem Socken angefangen. Ich würde mal sagen, ist ja egal. Mit dem hier zum Beispiel, habe dann hier einfach, hier vorne sieht man noch so ein bisschen blau aufgehört. Und das hat dann hier oben einfach wieder angefangen und hat dafür da unten mit mehr blau aufgehört. Also reiner Zufall. Mir macht das gar nichts, wenn die Socken nicht gleich sind. Man sollte erkennen, dass sie zusammenpassen, aber sie müssen nicht gleich sein. Für mich ist das egal. Nur wenn ich sie verschenke, achte ich drauf. Aber wenn sie für mich sind, dann ist mir das wurscht. Also ja, ich stricke auch Socken. Der Beweis, ich habe auch 2 davon. Ja. Dauert bei mir aber ziemlich lange. Also ich habe auch oft 3 einzelne Socken rumliegen, bis ich mich dann bemühe und schere, den zweiten zu stricken. Tja, ist halt so, gell? So, wo lege ich das jetzt wieder hin? Ja, da unten, Verzeihung, es schnurrt, es grummelt, da geht gerade irgendjemand vorbei. So, es klingelt natürlich an der Tür, aber das ist hier, ja, unser Unhold, unser Unruhestifter, die jetzt natürlich dringend raus muss. So, es waren jetzt alle draußen, der Postbote hat geklingelt, der Hund war draußen bellen, die Post ist gekommen, alles da. So, jetzt geht der Hund wieder heideln. Hoffe ich zumindest. Geht wieder Heidi. Ja? Oder magst du ein bisschen Podcast schauen? Nein? So sieht ein beleidigter Hund aus, der zu etwas gezwungen wird. Problem ist, hier steht so viel Sachen herum. Fluff überall. Sie hat gerade einen Fellwechsel, jetzt ist überall Fluff. So, das nächste, wir machen, geht weiter. Ich habe gesagt, für die sagen, du hast nichts weiter gestrickt, doch habe ich. Schaut mal. Das ist der Anker-Sweater vom Petit Knit, die Man Edition. Das typische Anker-Design, oder ich nenne es ein typisches Ankers-Design, hier oben mit so einem Rippenmuster in der Rundpasse. Ich zeige das schon wieder von hinten, ja, und von vorne. Das ist jetzt ein Muster, das hat keine verkürzten Reihen. Finde ich, braucht es aber auch nicht. Durch diese Rippenstruktur. Also ihr seht, es ist hier bis zum circa Brustbereich, ist es in Rippe. Danach geht das Ganze über, zeige ich euch das, so vielleicht, in Raglern. Es hat hier so eine kurze Raglernaht. Und ich hoffe dadurch eine gute Passform. Das wird unser Ostergeschenk vom Foxy und mir an unseren Mann. Foxy und mir deswegen, weil ich stricke den Pulli und sie verziert ihn mit ihren Haaren. Denn scheinbar, diese Wolle, diese Jeans Reborn, die ist so weich. Und sobald das Strickstück irgendwo liegt, wo sich ein Hund drauflegen kann,
liegt der Hund da auch drauf. Also das scheint auch für einen Hund super, super kuschelig weich zu sein. Dementsprechend ist alles voll mit Hundehaare. Also ich habe beide Ärmel fertig, weil ich dann einfach die Wolle, die ich jetzt noch habe, im Körper aufbrauchen wollte. Aber ich glaube, das brauche ich gar nicht. Das wird dann vielleicht sogar zu lang. Also wir haben jetzt einmal gemessen. Ich brauche jetzt hier vom Körper noch circa hier unten 2-3 Zentimeter und kann dann schon das Bündchen machen. Man sieht vielleicht hier im Unterschied, wie viel mehr Arbeit so ein Männerpulli ist. Also man strickt hier schon eine Zeit lang länger. Ich stricke übrigens die Größe M, um eine Größe L zu erreichen. Ich stricke das Ganze in 4,5 und für die Bündchen in 4. Das ist genau immer eine Maschenstärke, Nadelstärke natürlich, höher. Oh, Entschuldigung. Ja, okay. Hundehaare, überall. Das heißt, Entschuldigung, muss das sein. Ja, was gibt dazu noch zu sagen? Gar nichts eigentlich. Also wie gesagt, ich stricke das eben in 4,5. Das könnte auch daran liegen, warum das dann so schnell voranschreitet. Ganz, ganz tolle Konstruktion. Hier oben mit dem Rippenmuster, das immer breiter wird und dann ein bisschen Raglan. Also ich glaube, der passt ihm auch ganz gut, der wird auch ganz gut sitzen. Ich bin tatsächlich jetzt beim 4. Knöllchen von dieser Wolle. Ich zeige euch die Wolle dann noch einmal, weil ich habe da noch eine Nachlieferung erhalten. Ja, vor dem Wollfasten. Ja, ich habe ganz, ganz lieben Ansporn gekriegt, auch bei Instagram haben ganz viele geschrieben, oh, wir unterstützen dich, wir machen hier die Cheerleader, mal schauen, wie lange du es durchhältst. Es hat allerdings keiner geschrieben, ich glaube, du hältst bis Jahresende durch. Nur mal so zur Info. Ich glaube es auch nicht, aber wir versuchen es mal. Mal schauen, wie lange ich es durchhalte. Das ist eben hier mit diesen weißen Speckles. Also Speckles. Das sind eben hier so die Einschlüsse von diesem Jeansfaden. Das ist eben von Kremke, Soul Wool, die Jeans Recycle. Ganz, ganz cooles Material. Tolles Projekt auch, wie ich finde. Gibt eben diesen Pulli. Und für Ostersonntag brauche ich den natürlich fertig. Das heißt, ihr werdet den jetzt nicht mehr sehen. Der wird noch fertig gestrickt bis Ostersonntag und dann verschenkt. Unten noch das Bündchen dran. Und dann ist das fertig und ein bisschen noch baden. Bisschen spannen. Spannen werde ich es gar nicht. Ich werde nur versuchen, hier die Schulter noch ein bisschen in Form zu ziehen, weil es jetzt momentan noch so ein bisschen komisch aussieht hier. Und das war es dann eigentlich auch schon. Dann wird der verschenkt und mein Mann hat ein neues Strickstück. Das Anker-Sweater, Man Edition oder wie sie das nennt, von Petit Knit. Ganz tolles Design. Habe ich wirklich viel dran gestrickt, wie ihr sehen könnt. Ich brauche den ja schließlich auch am Sonntag. Dann das nächste. Hier hat übrigens offiziell der Knit-Along gestartet. Der Knit-Along von Eve Knit Toronto, Claudia Quintanilla. Das ist der Lucrezia-Sweater. Der Lucrezia hat hier dieses kleine Colorwork-Muster. Immer so ein paar Reihen Colorwork, dann wieder ein paar Reihen Plain. Ist eine normale Raglan-Konstruktion von oben nach unten. Ein doppeltes Halsbündchen. Ich habe meins schon mit angestrickt. Ich mache das einfach immer lieber, dass ich das gleich anstricke, dann brauche ich später nichts nähen. Hier mitten werde ich nebenher einfach, also ich stricke einfach die angegebene Zentimeterzahl und dann, anstatt dass ich es frei lasse, nehme ich es einfach in der ersten Reihe zusammen. Hier die Raglan-Nähte. Der hat sehr wohl verkürzte Reihen, wie man hier am Kragen schön sieht. Das heißt, der ist hinten um einiges höher wie vorne, bevor man mit dem Colorwork beginnt. Das finde ich auch ganz toll. Das heißt, man muss im Colorwork keine verkürzten Reihen stricken. Ich bin jetzt mit dem Körper fertig, also das Bündchen ist bereits dran. Seht ihr das? Das ist nicht italienisch abgekettet, sondern hier wird einfach eins rechts, eins links abgekettet. Nach dem letzten Colorwork habe ich noch ein bisschen gestrickt und abgekettet. Jetzt muss ich noch die Ärmel machen und dann noch ein paar Fäden vernähen, weil ich habe hier tatsächlich nach jedem Farbabschnitt abgeschnitten, weil ich nicht den Faden hier so lange mitziehen wollte. Die Raglanschlägen sind ohne Colorwork, das heißt, die gehen hier in diesem Cremeton glatt durch.
Wie gesagt, da läuft momentan der Nitte lang. Man kann daran teilnehmen, indem dass man, in Ravelry, glaube ich, das Projekt eröffnet. Also man muss auf Beginn gehen und dann bei Instagram ein Foto posten, ein Video posten von dem Strickstück. Dann kann man auch sich für Preise qualifizieren. Ein wunderschönes Design. Ganz, ganz gut durchdacht. Ist ein bisschen warm für jetzt schon, aber ich habe tatsächlich an den Tagen, wo es geregnet hat und so, habe ich wirklich gut an dem gestrickt. Darum bin ich auch schon hier unten. Mir fehlen jetzt noch mal die Ärmel. Stricken tue ich das Ganze aus diesen 3 Wollen. Das ist einmal die Wollput Prima Rosita. Das ist so ganz ein heller Cremeton. Und die ist ein bisschen dicker. Das heißt, die läuft hier 50 Gramm, 125 Meter. Dann habe ich die Wollput Kyla in diesem Blauton. Die läuft 50 Gramm, 150 Meter. Zusammengehalten mit einer Drops Kid Silk. Das sehe ich jetzt auf die Schnelle nicht wirklich. Farbe 21. Also die 2 zusammen und die alleine. Man sieht aber auch, die ist eher so ein bisschen schon so aufgerautes, Schlauchgarnmäßiges. Die ist aus 70% Baumwolle und 30% Wolle. Und die Kyla ist aus 26 Baumwolle, 25 Polyacryl, 23 Polyester, 18 Wolle, 8 Viskose. Also ich hoffe, der Pulli wird dann auch nicht zu warm. Also für Frühling und für Herbst gedacht. Eben in diesen 3 Farben. Also 3 Farben. Die eben zusammen und das ist Hauptfarbe. Ja. Habe ich gut Progress gemacht. Und der gefällt mir richtig, richtig gut. Ja. Da, Moment, mal einen Schluck trinken. Aus meiner Navigation-Tasse gibt es ein Schlückchen Kaffee. Ihr seht das natürlich nicht, aber ich habe hier natürlich Beleuchtung an. Das heißt, hier ist es richtig schön warm. Und ja, tut mir leid, ich weiß, einige stört immer, wenn man ertrinkt während dem Podcast. Aber ich bin es auch nicht gewohnt, dass ich hier eine Stunde einfach so vor mich hinquassle. Das heißt, irgendwann merkt man das in der Stimme und dann muss man doch was trinken. Ich habe auch wieder was Neues angeschlagen. Ja, musste auch sein. So. Moment. Jetzt. Das wird der Rundpasse. Und schaut euch das mal an. Das ist so, so cool. Und zwar, das ist ein Zopfmuster, aber definitiv ein Zopfmuster, das ich so noch nie gemacht habe. Seht ihr das? Es ist ganz, ganz eine andere Art des Zopfes. Der wird auch ganz, ganz plastisch. Foxy, nein. Der wird ganz, ganz plastisch durch diese Art des Strickens. Man beginnt hier beim Bündchen auch schon mit so einem kleinen Mini-Zopf. Wird dann von oben nach unten als Rundpasse gestrickt. Wird so, so schön. Ich zeige euch das Ganze mal gleich. Zuerst zur Wolle. Und zwar, ich stricke das aus der Holzgarn Coast in der Farbe Silber. Die Holzgarn Coast ist eben eine Woll-Baumwoll-Mischung. 55% Lammwolle, 45% Cotton, also Baumwolle. Und dazu die Soft Sensation. Und ich sag's euch, der Name ist Programm. Das ist so ein Flausch. Das ist jetzt allerdings ein komplettes Kunststoffgarn. Also das ist reines Acrylgarn. Das heißt, wir haben hier 76% Acryl und 24% Polyester. Aber das ist so, so weich. Und für diejenigen, die immer Probleme haben, dass es kratzt oder so, da kratzt sicher nichts, weil es eben ein Kunststoffgarn ist. Und dadurch, dass man es zusammen verstrickt mit einer Naturfaser, ist das auch jetzt nicht schwitzig oder irgendwas. Schaut mal, die 2 zusammen ergeben eben dieses Strickstück. Und das wird so, so schön. Ich habe das Ganze jetzt zum 2. Mal gestrickt. Ich war schon mal ein Stück weiter.
Habe mich allerdings dann entschieden, die Nadelstärke zu wechseln und habe dann nochmal neu begonnen. Ja. Und ihr wisst selber, Mohair aufzutrennen, das war echt nicht lustig. Aber ja, ist ja auch manchmal ganz interessant, wenn man länger trennt, als man strickt. So sieht das aus. Ich zeige euch auch gleich das Muster. Dieses Mal aus einem Buch. Aus dem Buch Feingefühl. Darum habe ich gesagt, ich zeige euch hier auch ein Buch. Moment, so vielleicht vom Feingefühl. Das wurde geschrieben von der Andrea Brauneis, ist auf Deutsch. Und die Andrea Brauneis hat in diesem Buch lauter deutsche Anleitungen zum einen. Und das Ganze alles top-down. Ich stricke hier, Moment, ich habe hier einiges markiert und es fliegt mir gerade alles raus. Das wollen wir natürlich nicht. Ich stricke hier den Flora. Schaut mal. So sieht der hier aus. Flora. Das Tolle ist hier in diesem Buch, wie gesagt, die Anleitungen sind alle von oben nach unten. Alles top-down, alles ohne Zusammennehmen. Wunderschöne Anleitungen. Es sind 15 Stück enthalten. Ah ja, und heute sollte ich vielleicht das mal dazu sagen. Ich werde hier weder gesponsert noch beauftragt. Bei mir ist alles selbst gekauft. Also alles unbezahlte, unbeauftragte Werbung. Das ist der Pulli vom Titelbild. Schaut mal, wie wunderschön mit diesen überzogenen Schultern. Es ist immer drinnen eine kleine Erklärung, wie kommt man zu dem Design. Und hier unten so eine Schemazeichnung. Das Ganze zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach den ersten, der ist in 6 Größen erhältlich. Das heißt, da würde hier von 96 bis 156. Gestrickt wird das Ganze aus Langyarns. Das heißt, man hat hier auch eine deutsche Yarnfirma dazu genommen. Hier ist der Pulli nochmal im Ganzen. Schön, oder? Ist das nicht super schön? Also ich finde ja diese Sachen total schön gemacht. Mir gefällt das auch, dass hier mal mit einem deutschen Wollhersteller zusammengearbeitet wurde. Nicht immer skandinavische Wolle. Hier ist ein Pulli in Braun. Mit so einem ganz coolen Lace-Muster. Also es hat hier tatsächlich ganz viele verschiedene Konstruktionen. Man hat hier zum einen Raglan, man hat hier zum anderen überzogene Schultern. Schaut mal. Und das sind alles so Strickstücke, wo ich finde, dass man die in jeder Größe gut tragen kann. Dann eben der Flora, den ich schon angefangen habe. Dann hier vielleicht ein bisschen was Ausgefallenes. Mit so einem wunderschönen Zopf in der Mitte. Gibt es ja auch schon relativ viele bekannte Designs, die so ein Zopfmuster anführen. Also wirklich schön gemacht. 15 Muster sind eben drin. In ganz unterschiedlichen Strukturen etc. Und hier ist so ein V-Ausschnitt-Pulli mit so einem ganz klassischen Muster, aber mit so ganz tollen, seht ihr das, mit diesen ganz tollen Brustabschnitten. Ich schaue noch kurz, ob ich hier... Hier sieht man ihn ganz. So mehr oder weniger. Schaut mal. Ganz tolle Brustabschnitte. Und für den Pulli habe ich mir tatsächlich, also nochmal das Buch hier, fein gestrickt. Definitiv Kaufempfehlung aus dem Top-Verlag. Ich habe das Ganze bestellt beim großen A. Für den Pulli habe ich mir tatsächlich schon die Wolle zusammengesucht. Zum einen hier von Mila Woolarts Color Passion Merino extra fein mit Lotusfaser. In diesem wunderschönen Rotton, der für mich aber so richtig in Himbeere geht. Das ist das Logo von der lieben Mila. So ich das ein bisschen. So vielleicht. Und zwar die Webseite wäre, die steht irgendwo drauf, www.milawoolarts.at. Hier bitte auch schauen, sie hat nicht nur die Webseite, sondern sie macht immer Verkaufsabende auf Facebook. Das heißt, man kann sich da der Gruppe auf Facebook anschließen und da gibt es ja immer einen Verkaufsabend, wo man dann reinschreiben kann, wenn man da was kaufen möchte. Und dazu
gibt es auch die Soft Sensation in Pink. Und schaut euch mal die zwei zusammen an. Ist das was oder ist das was? Ich bin mir nicht sicher, ob ich so extrem pink bin, aber die Susanne vom Aargauer Strickliesel, die singt dann immer so lustig, weil ich ein Mädchen bin. Und ganz ehrlich, Susanne, du hast mich voll inspiriert und ich dachte mir, schon, Punkt drauf. Ich mache das jetzt einfach. Ich stricke mir einen rosa-roten Trampolin. Warum nicht? Irgendwann kommt man wirklich in ein Alter, wo man sich denkt, wen pfeift's? Ja, wirklich. Strick mir einen rosa-roten Pulli, zieh den dann auch an und wer schauen, wie sie schauen. Ja, ist so. Also das wird mein Flauschtraum. Allerdings würde ich sagen, ich werde den erst im Herbst beginnen. Also ich werde noch nicht jetzt die Ärmel anschlagen, weil es ist für diesen Flauschtraum wahrscheinlich erst wieder im Herbst das richtige Wetter dazu. Aber das sage ich jetzt vielleicht auch nur so und fange dann trotzdem an. Alles bitte Stashwolle. Nicht gekauft. Hatte ich schon zu Hause. Ja, ich habe einen sehr großen Stash und ich habe volle Wollvorräte und kann daraus schöpfen. Aber, wie gesagt, das wird der nächste Pulli aus diesem Buch. Und ich muss ja ehrlich sagen, das ist einmal ein Buch. Kennt ihr das? Man kauft sich ein Buch, wenn man eine Anleitung toll findet und dann hat man ein Buch zu Hause, aus dem man nie wieder was strickt. Und ich habe ja schon überlegt, ob es nicht vielleicht irgendwie cool wäre, Knit-Along zu starten mit diesem Buch. Einfach zum einen, um eine deutsche Designerin zu unterstützen, weil sie hat auch einzelne Anleitungen zu kaufen. Auf Ravelry habe ich gesehen. Das sind jetzt leider nicht die, die im Buch sind, aber halt andere Anleitungen. Vielleicht wirklich mal Knit-Along zu starten, weil ich würde gern aus diesem Buch von diesen 15 Mustern definitiv 10 würde ich sofort stricken, bei den anderen 5 ja, aber 10 würde ich stricken. Und das ist schon mal was, aus so einem Buch 10 Anleitungen zu stricken. Hier hinten vielleicht noch so ein Modelling raus rechts. Also wirklich, wirklich schöne Sachen, die ich mir alle vorstellen könnte, zu stricken und zu tragen. Und das passiert mir bei einem Buch sehr selten, beziehungsweise muss ich ehrlich sagen, glaube ich, das ist mir noch nie passiert, dass ich so viele Anleitungen in einem Buch schön fand. Also schaut euch das Buch mal an, blättert einmal durch, falls ihr das irgendwo in der Buchhandlung seht oder so. Das ist echt cool. Oder es trifft einfach nur meinen Geschmack. Geschmäcker sind ja komplett verschieden. Also meinen Geschmack trifft es definitiv. So, dann das nächste, was ich noch auf den Nadeln habe, wo allerdings auch nichts weitergegangen ist der DRK Everyday Cardigan. Ich habe letztes Mal dieses DRK und habe da voll überlegt, für was könnte DRK stehen, weil so Everyday Cardigan, damit hat es ja nichts zu tun. Nee, das ist Dreh René Knit. Das ist einfach nur die Abkürzung von ihrem Design-Level. Ja, hätten wir auch drauf kommen können. Das ist hier mit dieser coolen Raglanschräge die Jacke, die in so einem Moulinet-Effekt gestrickt wird und wo man sich aussuchen kann, ob man sie auf rechts oder auf links dann tragen möchte. Die hat hier so einen richtig hohen, langen, doppelten Kragen, den man erst zum Schluss zusammennähen soll. Nicht gemacht, gleich zusammengestrickt. Ja, ich und nähen, das ist einfach nicht meins. Also ich habe das schon wieder zusammengestrickt. Bin jetzt tatsächlich unter den Ärmeln, also abgeteilt habe ich, aber abgeteilt mit 2 Runden. 2 Runden habe ich drüber gestrickt bis jetzt, also ja. Aber es würde, wenn man es jetzt umdreht, würde es zum Beispiel so ausschauen. Dann kommt natürlich diese Raglanlinie hier noch mehr zur Geltung. Das klassische Design-Element hier ist tatsächlich zum einen die Raglannaht, aber zum anderen, Moment, ich stülpe euch das mal über, dass ihr das besser sehen könnt. Der Raglan ist nicht klassisch aufgeteilt. Also jeder, der glaubt, man kann da jetzt was sehen, man kann das nicht sehen, was ich meine. Schaut mal, das ist der Rückenteil hier zwischen den Raglanschrägen. Das heißt, man hat tatsächlich hinten, der Rücken fängt mit den Raglanschrägen so an, so ganz wenig Rücken nur. Also nicht so breit wie sonst, sondern nur so wenig. Dadurch glaube ich, dass das eine verschlankende Optik hat. Ich hoffe es zumindest, weil ein bisschen schlanker machen kann nicht schaden. Ich spreche von mir, nicht von euch, von mir. Also ein bisschen schlanker machen kann nicht schaden. Das heißt, ich dachte mir, das Design ist ja echt ganz witzig. Also hier sieht man so schön, das ist der Rücken, wenn man anfängt. Hier sind die Raglannähte für den Rücken.
Ich habe da, glaube ich, 3 oder 4 Mal nachgerechnet. Sieht man das? Ah ja, das sind die Raglanette. Seht ihr das? Und das ist der Rücken. Das ist nicht der Ärmel, das ist der Rücken. Und das ist der Ärmel. Also ganz, ganz anders gemacht. Jetzt nach den Ärmelabteilungen macht das Ganze wieder Sinn. Ich bin beruhigt, weil ich habe da sehr, sehr oft nachgerechnet. Habe mich nicht wirklich getraut, weiter zu stricken, weil ich dachte, ich muss da erst bei den anderen schauen, ob das wirklich so ausschaut. Wird total schön. Stricken durch das Ganze aus einer Wollputwolle. Und zwar die Wollput Tirol. Die gibt es nämlich in dieser Moulinet-Farbe. Seht ihr das? Nennt sich Holz Moulinet. Und die kommt dem Farbton der Designerin von der Originalwolle sehr, sehr nahe. Ich habe sogar die gleiche also die gleiche Maschenprobe erreicht. Die Wolle ist zwar nicht genau gleich dick oder so, aber ich habe die gleiche Maschenprobe. Das heißt, das sollte tatsächlich perfekt so rauskommen. Und ich habe auch was gekauft dafür. Ja, Woll- und Anleitungsfasten. Aber die Jacke braucht Knöpfe. So, wie machen wir das jetzt hier? Das ist die Jacke. So. Und ich habe dazu jeweils natürlich immer die passende Anzahl an Knöpfen gekauft. Das heißt, das wäre jetzt einmal hier ein Holzknopf, wie in der Anleitung. Meine haben allerdings so, das sieht man jetzt wahrscheinlich gar nicht. Doch, ein bisschen sieht man es. Die haben da so ein Bäumchen drauf. Seht ihr das? Da ist ein Baum drauf graviert. Also einmal entweder sowas, eben in Holz mit diesem Baum. Aber ich fand irgendwie, weiß nicht genau, dann ganz klassische dunkelbraune Knöpfe. Oder eben sowas. Wobei, den habe ich dran gehalten und habe ihn dann gleich ausgeschlossen, weil mir der einfach zu wild ist. Das heißt, der ist eigentlich angekommen und war schon aus dem Rennen. Also im Rennen sind tatsächlich die 2 Knöpfe geblieben. Also die 2 Knöpfe. Der Cardigan kriegt 8 Knöpfe. Und ich habe natürlich auch 8 Knöpfe bestellt von beiden. Also entweder eben dieses Braun, wo ich finde, das passt mit dem Moulinet super schön. Oder eben dieser Holzknopf. Wobei momentan tendiere ich ja zu dem. Ihr könnt mir mal unten reinschreiben, was euch besser gefällt. Aber ich glaube, es wird dann eher braun werden. Aber ganz entscheiden möchte ich es eigentlich erst, wenn die Jacke fertig ist. Weil dann sieht man nämlich so vom Look her und so, wie das Ganze aussieht. Und vielleicht auch so ein bisschen, mit was ich es kombinieren möchte, mit was ich es tragen möchte. Da sieht man dann vielleicht auch nochmal besser, welche Knöpfe dazu passen. Da ist jetzt natürlich auch nichts vorangegangen. Aber das wird, sobald jetzt der Pulli für meinen Mann fertig ist und das Lucrezia-Sweater-Ding einigermaßen weiter, dann werde ich das hier fertig machen als Regenprojekt. Und dann kann ich eigentlich mit den Sommersachen loslegen. So. Ich habe euch ja gesagt, diese Kremke Jeans, die kommt dann nochmal. Und zwar, ich habe, bevor ich mit dem Wollfasten angefangen habe, habe ich mir hier nochmal einen Nachschub gekauft. Der war schon unterwegs, bevor ich letztes Mal mit dem Wollfasten gestartet habe. Und zwar Kremke Solvo Reborn Jean nennt sich das Ganze ja. Das ist der Farbton 801. Das ist das Logo. Und das ist jetzt tatsächlich der hellste Jeanston, den es gibt in dieser Farbe. Und nachdem ich ja gemerkt habe, dass tatsächlich 4 Stränge für meinen Mann reichen und ich für mich selber ja eigentlich auch so mit 3,5 ausgekommen bin, dachte ich mir, ich bestelle nochmal 4 Stränge. Und weil meinem Mann das so gut gefallen hat, kriegt er da vielleicht nochmal irgendein Pullover-Design. Also immer besser haben wie wollen. Ja. Und mein Stash hat sich wieder ein bisschen vergrößert, aber okay. Das wird dann eben nochmal was für meinen Mann, weil ich von der Wolle einfach wirklich begeistert bin und ich einfach diese Idee, diese Jeans wieder zu verwenden, sehr, sehr gut finde. Weil jeder, der das so ein bisschen verfolgt, wie viel da am Müll landet, das ist eigentlich ganz gut. Dann hatte ich euch ja gesagt, tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen kruschelt, das geht leider nicht anders. Ich zeige euch noch die Schätze, die bei mir ankommen, von einem ganz, ganz tollen Wollshop, der leider geschlossen hat. Und dazu möchte ich vielleicht auch ganz kurz ein paar Wörter einfach sagen.
weil es mir einfach wichtig ist. Und zwar das Label war Lanas Color. Schaut euch mal an, wie das kommt immer kaum, immer so daher in so einem Organza-Säckchen mit vielen Dank dran und einem Maschenmarkierer. In dem Fall ein Fuchs, passend zu meinem Hund. Ich zeige euch gleich die Wolle, weil das Sackerl natürlich verfärbt die Wolle extrem. Ich hätte das, Moment, dass ich den Maschenmarkierer, das seht ihr dann nochmal in aller Pracht, nicht gleich verliere. Ich brauche nur eine Wolle mit einem, also davon einmal 4 Stränge. Die ist bei mir eingezogen, Lanas Color. Wie gesagt, die Marke gibt es leider nicht mehr. Die liebe Friederike hat ihren Shop aufgelassen. Das ist eine Merino mit Seide, 100 Gramm, 230 Meter. In diesem wunderschönen Braunton. Und dazu eben, ist der bitte niedlich. Super süß. Also eine ganz schöne Wolle. Kriegt ihr jetzt so leider nicht mehr zum Kaufen. Die ist noch bei mir eingezogen. Und da überlege ich tatsächlich, ob ich mir nicht einen Schal mache. Ich habe ja auch Tücheranleitungen. Viele. Und ich habe auch ein Buch. 52, 54, 56 Schalldesign stricken. Also das könnte dann schon so ein Tuch werden, ein Schal werden. Davon 4 Stück. Und dann habe ich mir hier noch ein Set gekauft. Da war auch ein ganz niedlicher Markierer drauf. Das Händel habe ich aber schon weggetan. Das war so ein Küken. Dann habe ich mir hier noch gekauft. Ich glaube, das ist, steht jetzt leider nicht drauf, das ist so ein ganz dunkles Blau, fast Richtung Anthrazit. Und dazu rosa. Mit den Sprenkeln. Seht ihr das? Davon habe ich jeweils 2 Stück und davon auch. Also man kann das wunderbar zusammen kombinieren. Seht ihr das? So schön. Und wie gesagt, ich bin eben voll traurig, dass die liebe Friederike aufgehört hat zu färben. Und ich habe da eben noch mal kurz eingekauft. Gab natürlich auch noch so einen Shop-Discount und so einen Abverkauf und so. Und habe ja auch geschrieben, oh, ich wünsche alles Gute und so. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber in letzter Zeit, so sagen wir mal so im letzten Jahr, haben relativ viele entweder Handfärber aufgehört, beziehungsweise auch Designer oder auch YouTuber haben aufgehört. Und 90% davon krankheitsbedingt. Unterschiedliche Krankheiten, alles Mögliche dabei. Das letzte, was ich jetzt mitgekriegt habe, war zum Beispiel Kümmer-Tutorials. Der hat in Instagram gepostet, dass er sich aus YouTube bzw. Instagram ein bisschen zurückziehen möchte, dass er sich wieder mental erholen möchte, sich wieder mental ein bisschen erfrischen möchte, da ihm der Rummel ein bisschen zu viel geworden ist und er so ein bisschen das Gefühl hat, er hat sich selbst verloren und er möchte da wieder ein bisschen zurückkommen und zu Basics. Das war jetzt das, was ich bei Instagram gelesen habe. Ihr könnt gerne unten reinschreiben, falls ihr da andere Infos habt oder so. Aber es ist auch bei Ravelry, wenn man schaut, es waren einige Designer, die jetzt ihre Anleitungen alle komplett kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Und ich bin dann immer ich lese da immer gern nach, weil ich mir denke, nicht, dass das Ganze einen Bug hat und einfach aus Versehen gratis ist. Und da sind einige Designer, die dabei sind, die jetzt das Designen komplett aufgegeben haben und ihre Muster gratis zur Verfügung stellen, aber einfach keinen Mustersupport, keinen Button-Support mehr. Das heißt, man glaubt gar nicht, wie Stricken und Häkeln, das für mich einfach ein wunderschönes Hobby ist, ein Zeitvertreib zum Abschalten, um einfach ein bisschen Ausgleich zu finden. Ich mache auch die Videos hier total gern, mich stresst das gar nicht, ich mache das in aller Ruhe. Wenn es nichts wird, ist nichts, wenn es keiner anschaut, auch okay, bin ich mit mir allein, habe ich sowas wie ein Videotagebuch, auch okay. Aber die Community scheint hier immer fordernder zu werden, immer mehr zu verlangen. Und diejenigen, die damit Geld verdienen, sei es als Designer, sei es als Content Creator, sei es als YouTuber, sei es als was auch immer, die haben immer mehr Druck, müssen immer noch mehr abliefern, immer noch mehr herum. Und ich finde das eigentlich total schade. Weil es sollte doch eigentlich ein Hobby sein, das jeder genießen kann. Und auch derjenige, der sich daraus einen Beruf macht, der daraus eine Geldquelle generiert und damit Geld verdient,
Auch die sollen doch irgendwo noch leben und nicht sich gequält fühlen. Ja, so die Worte. Dachte mir, das machen wir dieses Mal, das erzähle ich euch, weil es mich einfach selbst ein bisschen beschäftigt hat und ich habe gedacht, vielleicht beschäftigt euch auch und ich teile das mit euch. Aber jetzt kommen wir zum letzten Wolleinkauf, damit wir das Ganze hier positiv abschließen. Ich habe keine Ahnung, wie es bei mir ausschaut. Ich habe hier so einen Berg. Dann habe ich mir noch gekauft Flausch. Flausch pur. Schaut mal, das ist von Filati. Ist auch das letzte für heute. Das ist die Per Fortuna. Und das ist eine Fusselfransenwolle. Seht ihr das? Die ist ganz, ganz fusselig und franselig. Die besteht hier allerdings aus Baumwolle und Polyamid. 50 Gramm, 190 Meter, hergestellt in Italien. Seht ihr da oben diesen Halo? Es ist ganz, ganz fusselig. Und dazu habe ich mir eine Anleitung gekauft für so ein kleines Bolero-Jäckchen. Weil ich mir dachte, im Sommer, wenn man Kleider anhat und so ein Bolero-Jäckchen drüber und so ein hellblau, das wird wunderschön. Ich habe zwar keine Ahnung, wann ich das wieder alles stricken will. Wahrscheinlich ist es erst im nächsten Sommer fertig, aber ist auch egal. Also ihr seht, passend zu meinem Nagellack heute, ist das bitte schön. Und hier seht ihr diesen Flausch. Musste ich haben. Das ist jetzt aber, ich fürchte, für lange Zeit das letzte Wollpaket, das ich euch zeigen kann. Das ist eben noch angekommen. Das war letztes Mal, ich glaube noch nicht da, das ist erst am nächsten Tag angekommen, wie ich den Podcast aufgenommen habe. Die anderen Sachen hatte ich schon da, aber ich kann euch ja nicht alles auf einmal zeigen. So, mit diesem Wollpaket schließen wir das. Also ich glaube, ich habe heute wirklich viele Sachen gezeigt. Von Wolle, von Sweater etc. Ich wünsche euch und euren Lieben ein schönes Osterfest, wenn ihr feiert. Wenn ihr nicht feiert, einfach ein schönes Wochenende. Und Servus, bis zum nächsten Mal. Tschüss.